Herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Ich bin Patrick und stelle euch heute die DeLonghi Dynamica Plus vor. Ihr könnt mit dem Vollautomaten insgesamt 12 verschiedene Getränke zubereiten und 5 davon zeigen wir euch jetzt gleich hier im Video. Dabei verraten wir euch natürlich auch, wie gut der Milchschaum wird und zeigen euch, wie die Steuerung per App funktioniert. Also bleibt einfach dran. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Den ausführlichen Testbericht auf unserer Website haben wir euch wie immer in der Infobox verlinkt. Dort erfahrt ihr auch, wie die DeLonghi Dynamica Plus im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Test und schauen uns als erstes das Gehäuse und die wichtigsten Einzelteile an. Wie ihr seht, ist das Gehäuse aus einem matten Kunststoff gefertigt. Die Farbe hier nennt sich übrigens Titan, das ist ein dunkler Silberton. Oben auf dem Vollautomaten ist das Bohnenfach. Es gefällt uns richtig gut, dass der Deckel abgedunkelt und durch diesen Gummi luftdicht verschlossen ist. Je weniger Luft und Licht an die Bohnen kommen, desto länger bleibt das Aroma erhalten. Dieses Gitter sorgt dafür, dass die Bohnen gleichmäßig in Richtung Mahlwerk rutschen. Insgesamt passen 300 Gramm Bohnen in das Fach, die dann für 25 bis 30 Getränke reichen. Hier hinten im Mahlwerk seht ihr den Regler für den Mahlgrad. Inklusive Zwischenstufen stehen euch 13 Stufen zur Auswahl. Auf Stufe 7 wird das Kaffeepulver recht grob und auf Stufe 1 sehr fein gemahlen. Welche Stufe eingestellt ist, seht ihr hier hinten an dem kleinen Pfeil. Wie ihr hier sehen könnt, wird das Kaffeepulver auf Stufe 2 sehr fein, ideal für Espresso. Den Mahlgrad könnt ihr durch Drehen des Schalters anpassen. Hier ist übrigens ein robustes Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl eingebaut. Trotzdem solltet ihr das Mahlwerk eines Vollautomaten immer nur während dem Mahlvorgang und nur um eine Stufe verstellen, denn sonst kann etwas verklemmen oder sogar beschädigt werden. Im Bohnenfach integriert ist noch ein Fach für bereits gemahlenes Kaffeepulver. Falls ihr zwischendurch mal einen entkoffeinierten Kaffee trinken wollt, ansonsten braucht ihr es eigentlich nicht. Vor dem Bohnenfach ist außerdem eine Tassenheizung. Sie nutzt die Abwärme des Vollautomaten und heizt eure Tassen vor. In unserem Test wurden die Getränke aber auch so alle heiß genug. Hier auf der rechten Seite ist der Wassertank. Er lässt sich nach vorne herausziehen. Sobald der Tank leer ist, erscheint ein Hinweis im Display. Hier seht ihr den Anschluss für einen Wasserfilter. Den steckt ihr einfach auf den Anschluss und durch diese Öffnung hier am Deckel wird er dann fixiert. Wie ihr seht, lässt sich der Tank gut von vorne befüllen. Besonders in kleinen Küchen ist das von Vorteil, denn so braucht ihr rundherum keinen zusätzlichen Platz. Ihr könnt den Tank natürlich auch herausziehen und direkt unterm Wasserhahn auffüllen. Es passen bis zu 1,8 Liter Wasser rein. Das reicht für ungefähr 15 Getränke. Der Milchbehälter ist vorne links am Gerät. Zum Reinigen könnt ihr den Behälter in seine Einzelteile zerlegen. Dadurch wird gewährleistet, dass jedes Teil immer richtig sauber wird. Alle Teile könnt ihr entweder per Hand reinigen oder in die Spülmaschine packen. Der Milchbehälter hat eine isolierende Doppelwand. So bleibt eure Milch länger kühl. Das ist praktisch, wenn ihr mal Besuch habt und über einen längeren Zeitraum mehrere Getränke zubereiten wollt. In den Tank passen bis zu 500 ml Milch. Damit könnt ihr 4 bis 5 Getränke mit Milchschaum zubereiten. Den feinsten und cremigsten Milchschaum bekommt ihr übrigens bei Milch mit 3,5% Fett. Nach dem Befüllen setzt ihr den Deckel wieder auf und klickt den Milchbehälter am Gerät ein. Mit diesem Regler könnt ihr die Konsistenz des Milchschaums beeinflussen. Ganz links erhaltet ihr keinen Schaum, sondern nur heiße Milch. Auf Stufe 2 bekommt ihr cremigen Milchschaum, perfekt für Latte Macchiato. Auf Stufe 3 gibt es eine richtig hohe Milchschaumhaube, optimal für Cappuccino. Übrigens, der Vollautomat teilt euch bei jedem Getränk mit, welche Stufe ihr einstellen solltet. In diesem Preisbereich bieten nur sehr wenige Vollautomaten diese Funktion. Ein klarer Pluspunkt für die Dynamica. Den Kaffeeauslass könnt ihr von ungefähr 8 bis 14 cm in der Höhe verstellen.
Dadurch spritzt auch bei kleinen Espressotassen nichts daneben. Ihr seht, der Kaffeeauslass hat eine ordentliche Qualität und ist stabil. Richtig gut ist, dass ihr auch den Milchauslass in der Höhe anpassen könnt. Er lässt sich schwenken und zusätzlich ausziehen. So spritzt garantiert nichts daneben. Für ein großes Latte Macchiato Glas stellt ihr den Milchauslass wieder hoch und schiebt den Kaffeeauslass bis ganz nach oben. Schon passt euer Glas perfekt darunter. Ihr seht, hier ist alles ziemlich gut durchdacht. Durch die 2 Auslässe könnt ihr 2 Espressi gleichzeitig beziehen. Bei Getränken mit Milchschaum ist leider kein Doppelbezug möglich. Schauen wir uns noch kurz die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter an. Dazu nehmen wir den Milchbehälter ab und ziehen die Abtropfschale nach vorne heraus. Dieser Behälter ist ziemlich groß, es passen bis zu 14 Kaffeepucks rein. Sobald der Behälter voll ist, erscheint ein Hinweis im Display. Dann solltet ihr ihn zusammen mit der Abtropfschale ausleeren. Das Abtropfgitter hier ist aus Edelstahl. Darunter befindet sich die Abtropfschale. Sobald sie voll ist, steht dieser rote Schwimmer hier nach oben. Wie ihr seht, die Schale hat kaum Ecken und lässt sich daher auch leicht reinigen. Das Gehäuse ist insgesamt sehr genau verarbeitet und alle Teile greifen perfekt ineinander. Der Wassertank und die Abtropfschalen hier vorne, die schließen sogar so genau mit dem Gehäuse ab, dass wir am Anfang gar nicht gesehen haben, dass wir sie auch nach vorne herausziehen können. Nur das Abtropfgitter hier vorne, das verkratzt leider etwas schnell. Dafür gibt es aber zum Glück günstige Schutzfolien. Direkt hinter dem Wassertank gibt es noch eine Serviceklappe. Dahinter befindet sich die Brühgruppe. Wenn ihr die roten Knöpfe zusammendrückt, könnt ihr sie zum Reinigen herausnehmen. Macht das aber nur, wenn der Automat ausgeschaltet ist. Sie hat eine gute Qualität und ist noch schön sauber. Wir sehen uns nachher an, wie sie nach ein paar Bezügen aussieht. Dann zeigen wir euch auch, wie ihr sie am besten reinigen könnt. Hier seht ihr, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Ihr bekommt einen kleinen Pack Entkalker. Das Gerät teilt euch übrigens immer mit, wann ihr entkalken müsst. Das hängt von der Wasserhärte bei euch ab und davon, ob ihr einen Wasserfilter benutzt. Den ersten Wasserfilter bekommt ihr auch gleich mitgeliefert. Außerdem noch einen Reinigungspinsel, damit könnt ihr das Kaffeepulverfach sauber machen. Außerdem einen Kaffeelöffel für gemahlenes Kaffeepulver und natürlich eine Anleitung. Die ist sehr hilfreich, falls ihr mal nicht weiter wisst und dank der vielen Bilder wirklich leicht verständlich. Jetzt kommt der Teil, auf den ihr bestimmt alle gewartet habt, die Getränkezubereitung. Dazu schalten wir jetzt zunächst den Vollautomaten ein. Wir können den Vollautomaten übrigens auch per App starten. Als erstes heizt sich das Gerät auf und führt dann anschließend einen Spülvorgang durch. Das dauert insgesamt 40 Sekunden. Danach könnt ihr sofort das erste Getränk beziehen. Doch bevor wir starten, erklären wir euch noch kurz das Menü. Das Display ist schön groß und wird komplett per Touch bedient. Das Menü ist verständlich aufgebaut und wie ihr hier seht, durch passende Bilder ergänzt. Die Schrift hat eine gute Größe und ist leicht zu lesen. Auf dem Bildschirm werden euch immer die Getränke zuerst angezeigt, die ihr zuletzt bezogen habt. Das hat den Vorteil, dass wir zum Beispiel den Flat White nicht erst suchen müssen, sondern schnell wieder beziehen können. Über die Pfeiltaste blättert ihr durch die weiteren Getränke. Da haben wir hier heiße Milch, Coffee Long, Doppio, also ein extra starker Espresso und hier den Latte Macchiato. Auf der dritten Seite den Cappuccino Plus, das ist ein extra starker Cappuccino. Cappuccino Mix, das ist ein Cappuccino nach der originalen Zubereitungsmethode. Der Kaffee Latte, das ist ein Latte Macchiato mit wenig Schaum. Und der Espresso Macchiato, ein Espresso mit kleiner Milchschaumhaube. Auf der letzten Seite habt ihr noch heißes Wasser für Tee, einen doppelten Espresso und eine echte Besonderheit, eine Kanne Kaffee. Hier könnt ihr bis zu 6 Tassen auf einmal zubereiten. Viele Vollautomaten können das nicht. Hier unten habt ihr dann noch 6 weitere Tasten, mit denen ihr unter anderem die Einstellungen für die Getränke vornehmt. Das zeigen wir euch jetzt anhand eines Espressos. Bei der Getränkemenge haben wir 4 Stufen zur Auswahl. Diese entsprechen 30, 40, 50
und 60 Milliliter. Was dieses Mai bedeutet, erklären wir euch später. Hier greift der Vollautomat nämlich auf eure programmierte Einstellung zurück. Wir wählen jetzt Stufe 2 aus, also 40 Milliliter. Bei der Kaffeestärke habt ihr 5 Stufen zur Auswahl. Von sehr mild bis extra kräftig. Hier über diesen Löffel könnt ihr noch das Fach für bereits gemahlenes Kaffeepulver aktivieren. Wir wollen einen intensiven Espresso, deshalb stellen wir die Kaffeestärke auf 4 Bohnen. Der Automat beginnt sofort mit der Zubereitung, sobald wir auf Espresso tippen. Rein optisch sieht das Ganze schon mal vielversprechend aus. Jetzt messen wir erstmal die Temperatur. Am besten kommen die Aromen bei einer Trinktemperatur von 60 Grad zur Geltung. Ihr seht, mit ca. 70 Grad ist der Espresso schön heiß. Wer es noch heißer mag, kann im Hauptmenü die Temperatur höher stellen. Wir haben hier Stufe 3 von 4 eingestellt. Es geht also noch heißer, wenn ihr wollt. Schaut euch die Crema an, super fein und eine schöne Farbe hat sie auch. Das leichte Nussaroma unserer Bohnen ist klar zu schmecken und kräftig intensiv ist er auch. Als nächstes bereiten wir einen Long Coffee zu. Dazu benutzen wir diesmal die DeLonghi App. Hier werden uns die gleichen Getränke wie am Vollautomaten angezeigt. Kaffee, Latte Macchiato und verschiedene Cappuccino-Varianten. Zu jedem Getränk gibt es eine ausführliche Beschreibung, falls ihr mal nicht genau wisst, was sich dahinter verbirgt. Zum Beispiel, was ein Flat White ist. Wir scrollen jetzt wieder nach oben und wählen den Long aus. Bei der Kaffeemenge stellen wir 200 Milliliter ein. Das ist perfekt für unsere Tasse. Damit ich heute Nacht noch schlafen kann, lassen wir das Aroma lieber auf mittlerer Stufe. Die Temperatur lassen wir auf hoch, damit der Kaffee schön heiß wird. Und los geht's! Jetzt erinnert uns der Vollautomat noch daran, eine Tasse unterzustellen. Hier seht ihr direkt die erste Besonderheit des Long. Er wird mit dem sogenannten Schwallbrühverfahren zubereitet. Dabei wird das Wasser nicht konstant, sondern in kurzen Schüben und unter etwas niedrigerem Druck durch den Kaffeepuck gepresst. Dadurch wird verhindert, dass das Kaffeepulver überextrahiert wird und so gelangen weniger Bitterstoffe in den Kaffee. Außerdem startet gleich ein zweiter Mahlvorgang. Mit 67 Dezibel gehört das Mahlwerk übrigens zu den leisesten aus unserem Test. Andere Vollautomaten waren da wesentlich lauter. Für den Long verwendet der Automat 2 Kaffeepucks je Tasse. Dadurch wird er im Vergleich zum normalen Kaffee besonders intensiv und aromatisch. Dafür dauert die Zubereitung aber auch etwas länger. Zum Vergleich, für einen normalen Kaffee benötigt der Automat gerade einmal 1 Minute 20. Beim Long braucht er 2 Minuten, also deutlich länger. Allerdings macht sich die längere Zubereitung auch im Geschmack bemerkbar. Wenn ihr also ein wenig Zeit habt, solltet ihr unbedingt den Long zubereiten. Jetzt checken wir gleich wieder die Temperatur. Mit 76 Grad ist der Long ordentlich heiß. Die Crema ist fein und goldbraun, sehr schön. Allen Kaffeetrinkern können wir den Long wirklich empfehlen. Hier seht ihr jetzt, dass unsere Einstellungen in der App gespeichert wurden. Sollten wir damit nicht zufrieden sein, können wir die Einstellungen jederzeit anpassen oder komplett zurücksetzen. Jetzt beziehen wir das erste Getränk mit Milchschaum, einen
Bei der Kaffeemenge stellen wir 65 Milliliter ein. Die Milchmenge wird in Sekunden angegeben. Damit ist die Zeit des Milchaufschäumens gemeint. Je länger der Vollautomat aufschäumt, desto mehr Milchschaum landet in der Tasse. Hier mussten wir erstmal etwas rumprobieren, aber nach kurzer Zeit hatten wir den Dreh dann auch raus. Für unser 250 Milliliter Glas stellen wir 32 Sekunden ein. Das Aroma stellen wir auf 4 Bohnen. Die Milchschaumkonsistenz stellen wir, wie für Cappuccino empfohlen, auf Stufe 3. Jetzt tippen wir auf den grünen Pfeil und auf Zubereiten. Als erstes bereitet der Vollautomat den Milchschaum zu. Wie ihr hören könnt, auch das Milchsystem ist relativ leise. Auch da hatten wir schon deutlich lautere Geräte in unserem Test. Beim Getränk Cappuccino Mix kommt übrigens erst der Espresso und dann der Milchschaum, wie ihr hier unten im Bild sehen könnt. Das ist übrigens die originale Reihenfolge beim Cappuccino. Allerdings sieht das bei Vollautomaten optisch nicht ganz so ansprechend aus, da die Milch mit recht hoher Geschwindigkeit auf den Espresso trifft. Aus diesem Grund bereiten die meisten Geräte den Cappuccino in umgekehrter Reihenfolge zu. Das heißt, erst Milchschaum und dann Espresso. Oh, das sieht schon mal super aus, wie er sich mit der Milch mischt. Und eine schöne hohe Milchschaumhaube bekommen wir auch. Ihr seht, unsere Einstellungen wurden wieder in der App gespeichert. Jetzt können wir noch weitere Optimierungen vornehmen. Zum Beispiel das Aroma auf Mittel stellen, wenn euch der Cappuccino doch zu stark war, oder die Milchschaummenge ein bisschen verringern, damit das Glas nicht überläuft. Jetzt messen wir noch schnell die Temperatur. Denn heißer Milchschaum ist vielen von euch ja sehr wichtig. 71 Grad. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und das, obwohl es bei der Temperatur sogar noch eine Stufe heißer geht. Super Milchschaum, das erkennt man hier schon auf den ersten Blick. Sehr gleichmäßig und fein. Es sind keine groben Bläschen zu sehen. Wie ihr hier erkennen könnt, der Schaum bleibt super am Löffel haften. Er ist also schön cremig und nicht zu flüssig. Auch beim Geschmack kann der Cappuccino richtig punkten. Die leichte Süße der Milch lässt die Nuss- und Schokoladenaromen unserer Kaffeebohnen gut durchkommen. Hoffentlich geht's beim Latte Macchiato genauso weiter. Über diesen Knopf hier kommt ihr in die Profile. Hier oben seht ihr mein Profil. Wenn ihr wollt, könnt ihr bis zu 3 Profile einrichten. So kann jeder die Getränke dem individuellen Geschmack anpassen. Unter Gast könnt ihr sogar extra eines für eure Gäste anlegen. Übrigens könnt ihr auch in der App zwischen den verschiedenen Profilen hin und her wechseln und so ein Getränk für euren Partner oder euer Kind zubereiten. In der App habt ihr noch die Möglichkeit, den Namen zu ändern. Vorher stand hier nur Profil 1, Profil 2 und so weiter. Wir wählen jetzt hier mal mein Profil aus. Hier oben seht ihr immer, welches Profil gerade aktiv ist. Jedes Profil hat nämlich eine andere Farbe. Bei mir ist es blau. Wir tippen jetzt mal auf Mai. Hier seht ihr jetzt einzustellendes Getränk. Hier können wir jetzt jedes Getränk einzeln auswählen und die Getränkemenge anpassen, also wie viel Kaffee und wie viel Milchschaum wir haben wollen. Ihr findet hier jedes Getränk, wenn ihr durchblättert. Wir wählen jetzt mal den Latte Macchiato aus. Zuerst fragt uns der Vollautomat nach der gewünschten Kaffeestärke. Hier haben wir wieder 5 Stufen zur Auswahl, von extra mild bis sehr kräftig. Da der Latte Macchiato hauptsächlich aus Milch besteht, wählen wir 4 Bohnen aus, denn wir wollen, dass auch die Espresso-Aromen noch durchkommen. Die Dynamica fordert uns auf, den Regler für die Milchschaumkonsistenz auf Stufe 2 zu stellen. Dann wird der Schaum etwas flüssiger und noch cremiger als beim Cappuccino. Jetzt startet der Vollautomat auch schon mit der Zubereitung. Im Display erscheint ein Balken, der uns die programmierbare Milchmenge anzeigt. Im Laufe der Zubereitung füllt sich der Balken immer weiter. Der kleine Stern markiert die bisher eingestellte Milchschaummenge. Sobald wir mit der Menge zufrieden sind, drücken wir auf Stopp.
Wie ihr gerade gehört habt, beginnt der Vollautomat nun mit der Espresso-Zubereitung. Jetzt erscheint hier ein zweiter Balken, der euch die Kaffeemenge anzeigt. Auch hier drücken wir wieder auf Stopp, sobald die gewünschte Menge im Glas ist. Ein traumhafter Anblick, wie Espresso und Milch sich langsam vermischen. Hier fragt uns der Vollautomat, ob wir diese Einstellung speichern möchten. Das bestätigen wir mit OK. Jetzt messen wir die Temperatur. Oh, der Latte Macchiato ist schön heiß. 69 Grad. Bei den meisten Vollautomaten wird der Latte nur um die 62 Grad heiß. Hier seht ihr auch schon langsam die typischen 3 Schichten. Unten die heiße Milch, dann der Espresso und oben der Milchschaum. Im Vergleich zum Cappuccino ist die Milchschaumhaube nicht ganz so hoch. Über den Drehregler könnt ihr also die Konsistenz wirklich beeinflussen. Der Milchschaum ist auch hier sehr fein und gleichmäßig. Es sind keine gröberen Bläschen zu erkennen. Und auch geschmacklich ist der Latte Macchiato wirklich super. Ich muss zugeben, wir sind absolut begeistert. Nach jedem Milchschaumbezug fordert euch das Gerät auf, das Milchsystem zu reinigen. Dafür stellen wir eine Tasse unter und stellen den Drehregler auf Clean. Jetzt wird alles mit heißem Wasser durchgespült. Natürlich könnt ihr auch mehrere Getränke hintereinander beziehen und dann am Ende die Reinigung starten. Fertig, das ging ziemlich schnell. Im Hauptmenü können wir unsere vorgenommenen Einstellungen nochmal aufrufen. Hier sehen wir die Balken für Kaffee und Milchmenge und unsere eingestellte Kaffeestärke. Die Fabrik stellt jeweils die Werkseinstellungen dar. Unter Reset können wir den Latte Macchiato auch darauf zurücksetzen. Wenn wir das nächste Mal ein Latte Macchiato mit unseren Einstellungen beziehen wollen, müssen wir bei Getränkemenge und Kaffeestärke jeweils Mai auswählen. Und auch in der App wurden unsere Einstellungen synchronisiert. Hier sehen wir es aber noch genauer. Bei der Kaffeemenge haben wir 67 ml eingestellt und bei der Milchmenge 35 Sekunden. Auch hier können wir einen Latte Macchiato mit genau diesen Einstellungen zubereiten oder die Einstellungen vorher nochmal verfeinern. Ihr seht, mit der App habt ihr noch genauere Einstellmöglichkeiten. Wie ist das denn bei euch? Ist euch eine App-Steuerung denn wichtig oder bevorzugt ihr die klassische Variante mit Display? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Zum Abschluss zeigen wir euch noch die Kannenfunktion, denn die haben nur wenige Vollautomaten. Damit könnt ihr bis zu 6 Tassen bzw. 750 ml Kaffee zubereiten. Auch hier könnt ihr das Aroma in 5 Stufen einstellen. Wir wählen ein mittleres Aroma. Hier seht ihr auch direkt, dass für 2 Tassen ein Prüfvorgang durchgeführt wird. Bei 4 Tassen sind es 2 Prüfvorgänge und bei 6 Tassen dann 3 Prüfvorgänge. Wenn ihr eine kleine Kanne mit 6 Tassen zubereitet, werden dafür also 3 Kaffeepucks verwendet. Damit wir diese 2 großen Tassen hier voll bekommen, wählen wir jetzt 4 Tassen aus. Eine Tasse entspricht einer kleinen 125 ml Tasse. Das reicht zwar nicht für eine große Kanne, aber immerhin mehr als viele andere Vollautomaten zu bieten haben. Wie ihr seht, über die Kannenfunktion können wir 2 Tassen gleichzeitig zubereiten, aber eine normale Kaffeekanne passt natürlich auch darunter. Die Kannenfunktion ist also perfekt geeignet, um 2 Tassen Kaffee gleichzeitig zu brühen. Mit diesem einfachen Trick können wir also den fehlenden Doppelbezug vom Kaffee ersetzen. Denn wie ihr bereits wisst, lassen sich bei diesem Vollautomaten eigentlich nur 2 Espressi gleichzeitig beziehen. Mit 75 Grad ist der Kaffee auch definitiv heiß genug. Als letztes möchten wir euch noch eine weitere Besonderheit der App zeigen. Mit ihr können wir auch eigene Rezepte erstellen. Dazu fragt die App zunächst nach unserer Tassengröße und der gewünschten Kaffee- und Milchmenge. Da wir hier zu viel ausgewählt haben, bekommen wir direkt eine Warnung, dass die Menge nicht in unser Glas passen wird. Daher müssen wir nochmal korrigieren. Jetzt müssen wir noch angeben, ob zuerst Milch oder Kaffee ausgegeben werden soll.
Dann wählen wir ein Foto aus und geben unserem Rezept noch einen Namen. Fertig. Jetzt ist unser Getränk bei den anderen Getränken mit aufgelistet und kann jederzeit zubereitet werden. Nach den ganzen Getränken wollen wir jetzt mal schauen, wie leicht sich die Dynamica Plus wieder reinigen lässt. Besonders wichtig sind das Milchsystem, die Brühgruppe und die Abtropfschalen. Und das schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Den Milchbehälter solltet ihr, sobald er leer ist oder spätestens nach 3 Tagen reinigen. Ihr könnt ihn komplett zerlegen und gründlich per Hand spülen. Oder einfach in die Spülmaschine packen. Mehr gibt's beim Milchsystem auch nicht zu tun. Damit ist es eines der pflegeleichtesten aus unserem Test. Jetzt schauen wir uns die Auffangschale und den Kaffeesatzbehälter an. Im Kaffeesatzbehälter hier sind die Kaffeepucks gelandet. Wie ihr seht, sind die Pucks ziemlich trocken und sauber gepresst. Genau so sollten sie auch aussehen. Die Kaffeepucks entsorgen wir einfach in den Biomüll. Hier vorne in der Abtropfschale ist das Wasser von den Spülvorgängen. Das kippen wir einfach weg. Wir spülen alles einmal wöchentlich mit warmem Wasser ab. Laut Anleitung sollten die Teile nicht in die Spülmaschine. Jetzt schauen wir uns noch die Brühgruppe an. Auf dem Stempel sind ein paar Kaffeereste zu finden, aber das war bis jetzt bei jedem Vollautomaten der Fall. Ansonsten sieht die Brühgruppe noch aus wie neu. Wir empfehlen euch, sie einmal wöchentlich mit klarem Wasser abzuspülen. Denn nur eine saubere Brühgruppe kann euch auch guten Espresso zubereiten. Danach drückt ihr sie vorsichtig in den Vollautomaten, bis ihr ein Klicken hört. Fertig. Wenn ihr eure Wasserhärte am Gerät eingestellt habt, erinnert euch der Vollautomat ans Entkalken. Falls ihr einen Wasserfilter verwendet, müsst ihr recht selten entkalken. Ohne Filter, je nach Wasserhärte, alle 1 bis 2 Monate. Wir haben euch jetzt ja hier wirklich viele Infos zur Dynamica Plus geliefert. Wir fassen euch jetzt das Wichtigste nochmal kurz zusammen. Die Dynamica Plus bereitet euch 12 Getränke auf Knopfdruck zu. Besonders überzeugt waren wir vom Milchschaum und vom Espresso. Der Milchschaum ist sehr feinporig und gleichmäßig. Über einen Regler lässt sich die Schaumkonsistenz in 3 Stufen einstellen. Von wenig bis viel Schaum. So haben wir beim Cappuccino eine schöne Milchschaumhaube erhalten. Beim Latte Macchiato war der Schaum etwas flüssiger und cremiger, genau wie es sein muss. Der Espresso hatte eine super feine Crema. Im Geschmack war er intensiv und kräftig. Allen Kaffeetrinkern empfehlen wir außerdem den Long. Durch das spezielle Schwallbrühverfahren schmeckt er intensiv und hat noch weniger Bitterstoffe als der normale Kaffee. In unserem Test hatten alle Getränke die optimale Temperatur. Die Dynamica Plus lässt sich über das Touch-Display einfach bedienen. Bei jedem Getränk könnt ihr die Getränkemenge in 4 Stufen anpassen, für kleine bis große Tassen. Die Kaffeestärke könnt ihr in 5 Stufen einstellen. Bei der Brühtemperatur sind es 4 Stufen. Beim Mahlwerk habt ihr insgesamt 13 Stufen zur Auswahl. Außerdem könnt ihr die Getränkemenge, wenn ihr wollt, exakt eurer Tasse anpassen. Unter Mai könnt ihr nämlich jedes Getränk frei programmieren. Sowohl die Milchmenge als auch die Kaffeemenge könnt ihr hier komplett frei programmieren und per Augenmaß an eure Tasse anpassen. Weitere Einstellungen findet ihr in der DeLonghi App. Hier könnt ihr jedes Getränk noch präziser einstellen. Die Kaffeemenge lässt sich in 5 ml Schritten und die Milchschaummenge sekundengenau einstellen. Je länger der Vollautomat Milch aufschäumt, desto mehr Milchschaum erhaltet ihr. Und auch die Brühtemperatur lässt sich in der App für jedes Getränk einzeln anpassen. Eine weitere Besonderheit ist das Anlegen von bis zu 3 Profilen. Hier kann jeder die Getränke individuell nach eigenen Wünschen anpassen. In der App könnt ihr den Profilen auch einen Namen geben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eigene Rezepte anzulegen. Und auch bei der Handhabung punktet der Vollautomat. Bohnenfach und Wassertank sind gut zu erreichen. Den Milchbehälter könnt ihr mit einem Handgriff vorne am Gerät einklicken. Nach dem Einschalten ist die Dynamica Plus schnell betriebsbereit. Danach könnt ihr auch mehrere Getränke direkt nacheinander beziehen. Ein Doppelbezug ist leider nur bei Espresso möglich.
Mit einem kleinen Trick erhaltet ihr aber auch 2 Tassen Kaffee gleichzeitig. Dafür könnt ihr die Kannenfunktion nutzen. Damit können bis zu 6 kleine Tassen Kaffee auf einmal zubereitet werden. Insgesamt macht der Vollautomat auf uns einen hochwertigen Eindruck. Alle Teile sind genau verarbeitet und robust. Überrascht waren wir von der angenehmen Lautstärke. Sowohl das Mahlwerk als auch das Milchsystem sind im Betrieb relativ leise. In Sachen Reinigung ist die Dynamica Plus sehr gut durchdacht. Auf Knopfdruck spült sich das Milchsystem nach jedem Bezug mit heißem Wasser. Den Milchbehälter könnt ihr komplett zerlegen und in die Spülmaschine packen. Die Brühgruppe lässt sich entnehmen und sollte wöchentlich mit klarem Wasser abgespült werden. Die DeLonghi Dynamica Plus hat in unserem Test auf ganzer Linie überzeugt. Hier bekommt ihr ein 5-Sterne-Gerät zum 3-Sterne-Preis. Daher empfehlen wir unseren Freunden auch immer wieder diesen Vollautomaten. Das war unser Test zur DeLonghi Dynamica Plus. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Schreibt uns in den Kommentaren auch gern eure Meinung zur Dynamica Plus oder macht uns einen Vorschlag, welchen Vollautomaten wir als nächstes testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.